Auswandern wird immer beliebter. Zunehmend fühlen sich die Menschen im eigenen Land nicht mehr wohl und von den abgehobenen, realitätsfremden Politikern im Stich gelassen. Dennoch solltest du dir vor diesem Schritt ganz bestimmte wichtige Fragen stellen und auch beantworten natürlich, auf die ich am Ende des Videos zurückkomme. Egal, auf welches Land deine Wahl zum Auswandern fällt, diese bestimmten entscheidenden Fragen solltest du immer stellen und beantworten. Bleib also dran. Am Ende erfährst du alles. In diesem Video bekommst du einen Überblick darüber, also wirklich nur einen kurzen Überblick darüber, wie dein Leben im Ruhestand auf den Philippinen aussehen könnte. Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Diplom-Finanzökonom, Autorin und leite eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins. Falls du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, so lohnt sich das auf jeden Fall, um alle Inhalte mitzubekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, gebe gern einen Daumen nach oben und um nichts mehr zu verpassen, drücke auch gerne die Glocke. Wir schauen uns jetzt die Philippinen an. Ruhestand auf den Philippinen. Die Republik der Philippinen gehört zu Südostasien und besteht aus weit über 7000 Inseln, von denen die meisten unbewohnt sind. Die Philippinen sind ein beliebtes Auswanderungsland, in das es auch Deutsche zieht. Die Philippinen sind etwa 18 Flugstunden von Deutschland entfernt und das ist schon ganz schön heftig. Die Einreisebestimmungen ändern sich in der gegenwärtigen Situation recht häufig. Also derzeit gilt das Land nicht als Risikogebiet. Der Stand ist vom 12. März 2022. Wer sich informieren möchte, kann gerne das Video kurz anhalten und diese Webseite aufrufen. Mit einem Visum bei einmaliger Einreise ist der Aufenthalt auf 59 Tage begrenzt. Möchte man länger bleiben, muss man aus- und wieder einreisen oder den Aufenthalt beim Einwanderungsbüro verlängern lassen. Seit dem 10. Februar 2022 kann man wieder aus visafreien Ländern als Tourist für 30 Tage einreisen. Deutschland, Österreich und die Schweiz gehören auch dazu. Die Bedingungen für die Einreise, also man muss vollständig geimpft sein, das ist man bereits nach der 2. Impfung, und natürlich einen gültigen Impfausweis vorliegen. Ein negativer PCR-Test ist erforderlich, der darf nicht älter als 48 Stunden vor Abflug sein. Dann benötigt man ein gültiges Rück- und Weiterflugticket spätestens 30 Tage nach Ankunft auf den Philippinen. Und der Reisepass muss bei Ankunft noch mindestens 6 Monate gültig sein. Eine Reiseversicherung muss man abschließen und auch nachweisen. Und die muss Behandlungskosten von Covid-19 mit einer Mindestsumme von 3.000 US-Dollar abdecken. Also im Februar waren es noch 35.000 US-Dollar. Man muss nicht in Quarantäne, aber sich selber 7 Tage beobachten. Hat man Symptome, muss man sich bei einer bestimmten Stelle melden. Bei dauerhaftem Aufenthalt auf den Philippinen muss man 20.000 US-Dollar nachweisen, die man aber auch zum Kauf einer kleinen Wohnung verwenden darf. Als Rentner muss die monatliche Rente mindestens 800 US-Dollar betragen und für Ehepaare mindestens 1.000 US-Dollar. Außerdem müssen 10.000 US-Dollar auf einem Festgeldkonto auf den Philippinen hinterlegt sein. Ein Langzeitvisum ermöglicht einen Aufenthalt bis zu 36 Monaten, aber das kann sich alles sehr schnell ändern. Wie sieht es mit der Rente aus? Also die deutsche Rentenversicherung überweist Renten auch auf die Philippinen. Für das Einreichen von Lebensbescheinigungen gibt es seit der Pandemie ein vereinfachtes Verfahren. Eine Erwerbsminderungsrente wird ungekürzt gezahlt, wenn sie allein aus medizinischen Gründen bewilligt wurde. Wurde eine Erwerbsminderungsrente bewilligt, weil wegen der eingeschränkten Erwerbsfähigkeit kein geeigneter Arbeitsplatz zur Verfügung steht, wird die Zahlung bei Wohnsitzverlegung auf die Philippinen eingestellt. Die deutsche Rentenversicherung kann ja den ausländischen Arbeitsmarkt nicht überprüfen. Aber auch Renten anderer Versorgungsträger, wie zum Beispiel Versorgungswerke oder private Rentenversicherer, werden gezahlt. Die Riester-Renten werden um etwa 15% gekürzt, weil bei Wohnsitz außerhalb der EU die Zulagen
und Steuervorteile zurückgezahlt werden müssen. Krankenversicherung. Es gibt kein Sozialversicherungsabkommen zwischen Deutschland und den Philippinen und dementsprechend ist natürlich eine gute internationale Krankenversicherung empfehlenswert. In Manila, ist die Hauptstadt der Philippinen, gibt es eine anständige medizinische Versorgung, allerdings nur in privaten Kliniken. Die Behandlungskosten, die sind erheblich niedriger als in Deutschland. Der Standard der öffentlichen Gesundheitsversorgung ist auf den Philippinen also wirklich sehr unterschiedlich. Während sie in städtischen Zentren ausgezeichnet ist, ist sie in ländlichen Gebieten eigentlich eher schlecht. Außerhalb der Metropolen lässt die medizinische Versorgung eben zu wünschen übrig. So Hausarztpraxen, wie wir sie in Deutschland kennen, gibt es nicht. Bei gesundheitlichen Problemen geht man direkt in die Ambulanzen kleinerer oder mittlerer Krankenhäuser. Die Sprache. Also die Nationalsprache und Amtssprache ist Filipino. Die zweite Amtssprache ist Englisch. Auf den vielen Inseln werden noch zahlreiche weitere Sprachen gesprochen, wie Englisch, Spanisch, Chinesisch zum Beispiel. Im Prinzip hat jede Region ihre eigene Sprache und ihren eigenen Dialekt. Es soll 12 einheimische Sprachen geben und laut Wikipedia über 170 Sprachen insgesamt. Also das ist schon ganz schön, 170 Sprachen, ja. Und wer aber Englisch spricht, kann sich eigentlich auf den Philippinen grundsätzlich gut verständigen. Wie sieht es aus mit den Steuern? Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik der Philippinen gibt es ein Doppelbesteuerungsabkommen auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, und zwar vom 9. September 2013. Wer das nachlesen möchte, der kann sich gerne hier auf der Seite vom Bundesfinanzministerium informieren und gibt als Suchbegriff Philippinen ein. Bezüge aus der gesetzlichen Sozialversicherung sind in Deutschland zu versteuern. Das zuständige Finanzamt ist Finanzamt Neubrandenburg RIA, also Rente im Ausland. Wenn die Möglichkeit besteht, sollte man unbedingt die unbeschränkte Steuerpflicht beantragen. Wer neben der gesetzlichen Rente noch andere Einkünfte hat, sollte sich von einem spezialisierten Steuerberater für internationales Steuerrecht beraten lassen. Also wer sich länger als 183 Tage im Inselstaat aufhält, wird dort steuerpflichtig. Und die Philippinen unterscheiden in ihrem Steuerrecht zwischen Staatsbürgern der Philippinen und zwischen Ausländern. Für Ausländer gilt die Territorialbesteuerung, also das heißt, nur Inlandseinkommen muss versteuert werden, während die Staatsbürger ihr gesamtes Welteinkommen versteuern müssen. Dann habe ich mal hier einen Punkt Klima und Leben. Also das Klima, das ist tropisch. Es gibt Taifune und subtropische Stürme. Kein Ort auf der Insel ist weiter als 200 Kilometer von der Küste entfernt und dadurch ist das Klima auch sehr angenehm. Es ist ein tropisches Klima mit Temperaturen, ja man kann sagen so zwischen 25 und 30 Grad, also im Durchschnitt 26 bis 27 Grad. Im Norden und Osten des Landes gibt es immer wieder mal heftige Taifune und tropische Stürme. Die Lebenshaltungskosten, die sind in der Regel wesentlich günstiger als in Deutschland und auch in anderen Ländern. Dafür sind aber auch die Löhne sehr niedrig. Wer als Deutscher etwa 1.000 Euro im Monat kalkuliert, kann ganz gut leben und sich ein schönes Haus mieten, essen gehen und vieles mehr, während man in Deutschland mit 1.000 Euro gerade mal so über die Runden kommt. Und hier weise ich nochmal darauf hin, dass es ganz viele Rentner gibt, die unter 1.000 Euro Rente im Monat haben. Also für die wäre es natürlich interessant, mit ihrer geringen Rente auf den Philippinen ihren Ruhestand verbringen zu können. Die Filipinos sind aufgeschlossene und freundliche Menschen, allerdings sollte man sich auch mit deren Mentalität beschäftigen. Grund und Boden darf man als Ausländer nicht erwerben. Ja, zusammenfassend kann man sagen, dass die Renten überwiesen werden, aber in Deutschland besteuert werden. Erwerbsminderungsrentner müssen darauf achten, aus welchem Grund ihnen die Erwerbsminderungsrente bewilligt wurde. Eine internationale Krankenversicherung ist empfehlenswert. Die Philippinen haben traumhafte Strände.
Die Menschen sind sehr freundlich und die Philippinen haben aber noch viel mehr zu bieten. Ja, und nun geht es zu den wichtigen Fragen, die ich am Anfang versprochen habe. Bevor man sich dazu entschließt, auszuwandern, sollte man zum einen mehrmals schon in dem Land gewesen sein und dann erstmal eine Selbstanalyse machen und sich nach der inneren Bereitschaft fragen. Also Fragen stellen wie, bin ich innerlich wirklich bereit für diesen Schritt? Wie werde ich wohnen? Was kostet mein Essen? Wie sieht es mit den Kosten für Wohnung, Strom, Wasser, Internet, Telefon und Drogerieartikeln zum Beispiel aus? Und was ist mit meinem Haustier oder einem Haustier? Kann ich das mitnehmen? Kann ich es versorgen? Dann die Kultur und die Sprache. Komme ich damit überhaupt klar? Und was ist mit der Mobilität? Also brauche ich ein Auto? Je nachdem, welche Region man sich aussucht. Wie ist die Infrastruktur? Das sind alles wichtige Fragen, die man sich stellen soll. Aber egal, welches Land du wählst, diese Fragen solltest du immer vorher beantworten, bevor man dann eine Haushaltsauflösung in Deutschland organisiert, sollten diese Punkte unbedingt geklärt sein. Ein längerer Urlaub, um das Land kennenzulernen, wird immer empfohlen. Man sollte nie die Katze im Sack kaufen.